Tja, über dieses Attentat, davon muss man ausgehen, möchte ich sprechen mit Professor Shlomo Spiro. Er ist Geheimdienst- und Militärexperte. Willkommen und guten Morgen hier bei Welt. Ist tatsächlich vorstellbar, dass möglicherweise ukrainische Kräfte da ihre Hand im Spiel haben, dass sie jetzt versuchen, so vorzugehen gegen hochrangige russische Militärs? Ich glaube schon. General Kirillow war nicht nur der Chef des chemische und biologische Waffeneinheiten der russischen Armee, er war ein enger Vertrauter von Präsident Putin und galt als Hardliner in Bezug auf den Krieg. Er wurde beschuldigt, zuständig zu sein für die Einsetzung auch für chemische Waffen an der Front in Ukraine. Nur gestern wurde eine Ermittlung gegen ihn eingeleitet und plötzlich heute Morgen ist er tot. Ich glaube, das ist sehr plausibel, dass die ukrainische Geheimdienste dahinter stecken. Wir müssen uns erinnern, in den ersten Monaten des Krieges waren die russischen Geheimdienste überlegen und die ukrainischen Dienste sehr, sehr schwach. Es hat sich umgekehrt. Und wir sehen mehr und mehr verdeckte oder halbverdeckte Operationen der Ukrainer, auch tief innerhalb von Russland. Glauben Sie, dass das möglicherweise auch eine Strategie sein könnte, ich sag mal, Russland auf die eine oder andere Art zu demoralisieren, zumindest Unruhe auszulösen in der politischen und militärischen Führung? Der Ziel einer solchen Assassinierung kann direkt sein, die russische Armee und die russische Seilschaft zu beeinflussen und auch persönlich zu bedrohen und zu sagen, guck mal Leute, ihr seid nicht sicher, auch wenn Sie zu Hause in Moskau sind. Das ist Teil der großen Strategie der Ukrainer. Sie nutzen diese geheimen Operationen, um ihre militärische Schwäche auf dem Feld sozusagen zu balancieren. Und das ist eine herbe Schlaghäute für Präsident Putin, heute Morgen so ein enger Vertrauter und eine sehr begabte militärische General zu verlieren. Man hat große Hoffnungen auf General Kirillow gesetzt, auch in der höchsten Range der russischen Militär. Herr Spiro, lassen Sie uns noch mal über die Logistik reden. Also wenn man so drüber nachdenkt, fallen einem erstmal einfacherweise zwei Optionen ein. Entweder es war ein personengebundener Roller, dann fragt man sich, warum hat Kirillow den vorm Haus stehen lassen? Höchstwahrscheinlich scheidet das schon mal aus. Wenn man aber jetzt irgendeinen Roller präpariert in dieser Art und Weise und den dann zur Explosion bringen kann und davon auszugehen ist, dass tatsächlich den man umbringen möchte, auch diesen Roller benutzt, da gehört schon ein bisschen was dazu, oder? Nein, der General wollte diese Rolle bestimmt nicht benutzen. Der Roller stand einfach außerhalb seines Hauses. Er ist gelaufen vom Hauseingang bis zu seinem Auto. Das konnte man direkt aus Videos, die vor Ort ganz schnell gedreht wurden. Sein Auto steht noch da. Und diese Roller wurde einfach als eine Bombe präpariert. Wir können uns nicht vorstellen, dass ein hochrangiger General in Tiefwinter auf einen E-Roller mitten in kalte Moskau fährt. Aber ich gehe davon aus, dass diese Bombe, diese Roller von Weitem angezündet wurde, höchstwahrscheinlich auch mit einer eingebauten Kamera. Und da kann man in aller Ruhe praktisch in Ukraine sitzen und von 1000 Kilometer Weg diese Bombe einfach anzünden, als die General und sein Assistent oder Chauffeur nach draußen kamen. Herr Spiro, da hätte man auch von selber drauf kommen können. Aber wie gesagt, die Meldung ist jetzt relativ jung und frisch. Und insofern danke für diese aufklärenden Worte. Nicht der General wollte mit dem Roller, sondern der Roller wird wahrscheinlich platziert gewesen sein um den General. Danke für das Gespräch, Herr Spiro.